Previously on the Campus Chronicles. Wir sind mit der Fähre gefahren, von Lübeck-Travemünde nach Liepāja in Lettland. Der Hund hat sich auf dem Schiff nicht willkommen gefühlt und auch wir hatten nichts anderes zu tun, als auf das Meer zu starren oder die dänische Flagge im Wind zu bewundern. Wir erreichten den Strand, waren glücklich und nun geht die Reise weiter. Es ging weiter Richtung Norden. Wir hatten ein explizites Ziel, das wir auf Park 4 Night gefunden hatten. Einen Stellplatz neben einem Leuchtturm. Obwohl man sagen muss, dass es an diesem Küstenabschnitt unzählige, wunderschöne Strände gibt, die zum Verweilen einladen. Der Schiff führt uns durch Amsterdam, ein unglaublich aufgeräumter Kiefernwald und wir fragten uns einen unglaublich aufgeräumten Kiefernwald, wie uns schien. Und wir fragten uns, ob Donald Trump damals vielleicht Lettland und Finnland durcheinander brachte, als er von den berühmten gehakten Wäldern sprach. Es gibt in Lettland und Estland durchaus sehr viele unbefestigte Straßen und es ist daher sinnvoll, vor Anreise einmal die Reifen zu überprüfen, den Luftdruck zu überprüfen und auch Ersatzreifen und Wechselwerkzeug dabei zu haben. Auch ein YouTube-Tutorial, wie man eigentlich einen Reifen wechselt, ist sinnvoll, denn der ADAC kommt hier bestimmt nicht hin. Bislang haben wir noch nirgendwo einen Leuchtturm entdeckt und wir begannen uns zu fragen, ob wir eventuell den falschen Platz angefahren sind. Aber uns lachte das Meer an und es war nicht viel los auf diesem Parkplatz. Also entschieden wir uns, erst einmal hier zu bleiben und uns anzusehen, was für ein cooles Dachzelt unser Nachbar auf dem Dach spazieren fuhr. Unser Nachbar verließ den Parkplatz und wir standen letztendlich in erster Reihe und waren wirklich nicht enttäuscht von dem Platz. Seht selbst.
Und dann passierte etwas Sonderbares. Eine Person, die schon tagsüber am Strand umherlief, kam auf einmal nach Einbruch der Dunkelheit zurück und wühlte durch sein Fahrzeug. Patrick meinte, er ist zurückgekommen, um Leichenteile zu vergraben. Ich hingegen glaube, er kam einfach nur zum Angeln oder zum Bernsteine suchen. Schließlich versteckte er eine große Taschenlampe unter seiner Jacke und verließ den Parkplatz mit seinem Rucksack und einem Eimer und kam gegen 3 Uhr nachts zurück und fuhr davon. Aber was ich daraus gelernt habe, es macht Sinn, am Van eine Überwachungskamera installiert zu haben. Am nächsten Morgen war der Schreck vergessen. Wir hatten noch ein schönes Frühstück. Der Hund lag entspannt unter der Krüppelkiefer und die Reise ging anschließend weiter. Und diesmal wollten wir richtig Strecke machen. Es ging von unserem Leuchtturm über Ventspils in Richtung Riga. Und man musste leider durch Riga durch. Und dann weiter in Richtung Estland, immer entlang der Küste, bis wir schließlich und endlich an einem Campingplatz ankamen. Diesen Platz hatte ich tatsächlich schon auf einigen YouTube-Videos zu Estland und Lettland gesehen. Und an dieser Stelle daher auch ein Gruß an Steffi und Louis von Come With Us Too, die auch über diesen Campingplatz berichtet haben. Etwas euphorischer als ich, weil ich fand es ja ganz okay, aber relativ teuer und auch nicht so super spektakulär. Wir befinden uns hier an der Bucht von Riga. Das ist ein Nebenbecken der Ostsee und hat kaum Wasseraustausch mit dieser, die auch schon selber wieder kaum Wasseraustausch mit der Nordsee hat. Daher ist das Wasser hier sehr brackig und hat kaum Salz. Morgen soll es weitergehen zu unserem ersten RMK-Stellplatz. Und wenn ihr nicht wisst, wer oder was RMK ist, ja dann solltet ihr beim nächsten Mal wieder dabei sein.